Ja, mein Name ist Matthias Fifker. Ich bin der Nachhaltigkeitsbeauftragte der Friedrich-Alexander-Universität und dort ist es meine Verantwortung, eine Nachhaltigkeitsstrategie für unsere Universität zu entwickeln. Das ist ja ein sehr breites Thema. Es geht über den Klimawandel und die Ressourcenknappheit, die wir heute mit Nachhaltigkeit häufig verbinden, deutlich hinaus. Wir haben auch soziale Themen, die wichtig sind im Kontext der Nachhaltigkeit. Und von daher hat dieses Thema auch eine gesellschaftliche Breite, der wir uns stellen an der FAU und die wir natürlich bei uns auch in der Lehre, in der Forschung und im Kontakt mit Partnern und Partnerinnen außerhalb der Universität abbilden wollen. Was ich sehr gerne und oft versuche, ist, dass wir die Lehre eben auch über die Universitätsgrenzen hinaus gestalten. Das heißt, im Zusammenspiel mit Partnern aus Wirtschaft, aus Politik, aus Zivilgesellschaft, um da einen Austausch herzustellen, Synergien zu nutzen und dann auch das Wissen, das auf der jeweiligen Seite vorhanden ist, für den Partner oder die Partner dann auch nutzbar zu machen. Also was wir versuchen dann, auch wenn wir mit externen Partnern zu kooperieren, das nicht nur über einen Lehrstuhl zu tun, sondern auch Lehrstühle aus anderen Fachbereichen einzubinden, was sich gerade bei komplexeren Problemen, ich nenne jetzt mal das Beispiel Klimawandel, anbietet. Da brauchen Sie technisches Wissen, juristisches Wissen, betriebswirtschaftliches Wissen. Da haben wir auch soziologische Phänomene, die relevant sind. Und das ist natürlich etwas, was wir an der Universität, an der FAU aufgrund unserer Vielfalt auch wirklich sehr gut abbilden können. Teils ja, teils nein. Also die Herausforderung konkret bei diesen Formaten ist natürlich, dass da unternehmerisches Wissen, unternehmerische Information häufig im Spiel ist, wo die Unternehmen dann nicht möchten, dass das nach außen kommuniziert wird. Es ist ja häufig die Zielsetzung, spezifische unternehmerische Probleme zu bearbeiten, die dann auch mit sensibler Information verbunden sind. Und das sagen wir unseren Studierenden auch ganz klar. In vielen Fällen unterzeichnen wir auch die entsprechenden Non-Disclosure Agreements, wie das so heißt, dass das eben sensible Information ist, mit der man dann nicht nach außen gehen kann, was ich jetzt aus einer unternehmerischen Perspektive auch völlig nachvollziehen kann. Die Idee ist aber natürlich immer, dass das Wissen, das da entsteht, dann natürlich auch zugänglich gemacht wird für andere in verallgemeinerter Form. Das ist manchmal mehr und manchmal weniger möglich. Das muss man ganz klar auch so benennen. Wenn das ein spezifisches Problem ist, mit dem ein Unternehmen konfrontiert ist, dann lässt sich da nicht zwangsläufig generelles Wissen oder verallgemeinerndes Wissen daraus ableiten. Aber wenn das möglich ist, dann stellen wir das natürlich auch gern zur Verfügung. Also da sind es natürlich dann auch, ich würde mal sagen, hauptsächlich erneut Studien- und Forschungsergebnisse, die zugänglich gemacht werden, die natürlich auch in die Lehre einfließen, dann über unterschiedliche Kanäle, Fachpublikationen, aber natürlich auch durch den Austausch auf Konferenzen, auf Tagungen, sodass das Wissen dann auch zirkulieren kann und verteilt wird. So die ganz klassischen Lehrinhalte. Wenn jetzt mal so ein BWL-Lehrbuch denke, das muss ich jetzt nicht irgendwie streuen. Das ist natürlich innerhalb der wissenschaftlichen Community auch an anderen Stellen vorhanden. Also ich würde tatsächlich aktiv nach Partnern suchen und das müssen ja nicht Unternehmen sein, das können ja auch zivilgesellschaftliche Organisationen sein. Was wir tatsächlich auch häufig feststellen, ist, dass die Politik oder die öffentliche Hand sehr dankbar ist für Input. Ich finde, das ist eine unheimlich gute Möglichkeit, auch für Wissenschaft bei aller Neutralität sich einzubringen und auch mitzugestalten. Ja. Und auch viel von dem Unfug, der häufig kursiert, dem vielleicht auch ein bisschen zu begegnen, ja, und da ein Korrektiv zu sein. Wirklich auch der Anspruch, qualitativ hochwertiges Wissen, objektiviertes Wissen zur Verfügung zu stellen. Ja, wer kann das besser als Wissenschaft? Ich würde dazu animieren, mit den eigenen
Ergebnissen, Erkenntnissen, die man in die Lehre einfließen lässt, auch mit interessanten Lehrformaten, Projekten, die damit verbunden sind, wirklich auch aktiv an ein breiteres Publikum zu gehen, jetzt nicht nur irgendwie im kleinen universitären Raum zu bleiben, sondern auch da den Austausch zu suchen. Einmal, um zu zeigen, zu demonstrieren, was wir an der Universität alles tun, aber natürlich auch, weil sich durch eine Offenheit, diese gesellschaftliche Offenheit, unheimlich viele spannende Kontakte und dann auch damit Projekte ergeben. Und von daher würde ich das als eine Befruchtung in beide Richtungen immer verstehen.